Heute nehmen wir euch bei einem ganz besonderen Abenteuer mit. Auf einem Berg haben wir 2 Eingänge zu einem Bergwerk entdeckt. Der erste Eingang war leicht für uns zu meistern, doch der zweite Eingang war für uns eine echte Herausforderung, wie ihr später im Video sehen werdet. Kannst du mal anschubsen? Na, ich häng fest. Die Geschichte vom Bergwerk beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Abbau von Erz. Es gab insgesamt 3 Schächte. Ende der 1950er Jahre wurde das Bergwerk für immer stillgelegt. Ich frage mich, wofür das hier unten war. War so eine Art Kabelkanal, oder? Ich würde mal schätzen, hier vielleicht irgendwie eine Schiene, die verlegt war hier lang. Die Schienen waren hier unten, wo wir drauf laufen gerade. Ja. Die, oder nee, die waren hier Nee, drauf. über den Kabelkanal, ne? Sieht man ja, Stimmt, ja. da vorne sieht man noch einen Teil von den Schienen. Und die gingen hier lang. Und ich denke mal, unten drunter konnte man wahrscheinlich noch irgendwelche Kabel verlegen, ne? Ja, hier ist ja noch. So, ja, hier sind noch Kabel zu sehen. Kabel, wahrscheinlich Rohre vielleicht auch noch. Ja. Ja, wahrscheinlich konnte das irgendwer gebrauchen und Hat's hast du mitgenommen. mal angefangen, hier die Schienen abzumontieren. Aber ich finde hier die rechte Seite sieht aber auch so ein bisschen aus, als ob da irgendwas gewesen wäre, oder? Ich denke, die rechte Seite war dann halt so der Weg, weißt du? Ja. Um halt zu Fuß hier reinzukommen, dass dann Ja. halt hier dementsprechend die Loren hin und her gefahren sind und hier konnte man dann halt einfach bequem langlaufen, ne? Das ist so krass, das kann man sich so überhaupt nicht vorstellen. Diese Geräuschkulisse, die hier gewesen sein muss, ne? Und dass es alles einfach so voll automatisch funktioniert hat, das kann man sich irgendwie nicht mehr vorstellen, oder? Ja, krass, echt. Aber hier ist doch eine Schiene. Oder irgendwas Metallisches auf jeden Fall. Ja, Träger halt, glaube ich, ne? Und hier sieht man auch nochmal sehr gut die Schiene, die noch über ist. Und hier noch so ein Rest von so einem Stahlseil. Ja, also hier geradeaus sieht es auf jeden Fall so aus, als ob da mal, ja, als ob es da noch weitergegangen wäre, oder? Also ich finde, die Schienen, die führen ja auch in die Richtung und scheinbar ist es hier verfüllt. Ja, sieht ganz danach aus, ne? Schade eigentlich. Ich hätte gerne gewusst, wie es da hinter noch weitergeht, aber mal gucken, vielleicht kommen wir ja noch irgendwie dahin. Hier sieht man auch noch die Reste von den Pfosten oder Balken, die normalerweise bei den Schienen immer verlegt sind. Hier kann man es, glaube ich, noch ein bisschen besser erkennen. Hier kann man es ein bisschen besser sehen. Da ist noch ein Teil von den Balken zu sehen und hier an der Stelle ist es schon komplett zersetzt. Ja, hier ist auch nochmal ein sehr gutes Beispiel dafür. Hier ist noch der Balken da und hier in der Mitte ist er schon komplett weg. Und da geht er dann weiter, ne? Ist komplett zerfallen schon. So, bevor übrigens irgendwelche Nachfragen kommen in puncto Sauerstoff, müssen wir uns hier diesmal keine Gedanken machen. Wir sind auch bestens ausgestattet, also ne, man braucht sich da keine Sorgen machen. Wir haben auch heute unsere Helme dabei, wie man sieht. Ja, Ja, also ausgestattet. bestens ausgestattet. Wer wissen möchte, was wir bei unseren Touren dabei haben, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu unserer Webseite und dort ist alles ausführlich erklärt und aufgelistet, was wir immer so dabei haben. Was kann das wohl sein? Keine Ahnung. Ach doch, das ist eine Fassung für eine Lampe, Anja. Habe ich auch erst gedacht, aber bist du sicher? Ja. Eine Grubenlampe oder was? Nee, ich weiß, also sieht schon so aus. Ja, habe ich im ersten Moment auch gedacht, wegen diesem Gewinde, was auch da Ja, drumherum ja. ist. Also ich glaube schon. Und dieser Schutz wahrscheinlich dann Genau, der schon mittlerweile zerfallen ist. Leute, was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Sabrina, es steht wieder eine Entscheidung an. Links oder rechts? Das sieht da sehr gut aus.
Das sieht da auch sehr gut aus. Ja. Sollen wir uns erstmal. Ich bin für da. Wollte ich gerade auch sagen. Sollen Ja. wir erstmal rechts bleiben? Dann gehen wir erstmal weiter. Komm. Ich glaube, hier kommt man eh nicht so weit. Hier auf jeden Fall auch wieder Schienen. Und hier ging es auf jeden Fall mal weiter. Da siehst du das noch da hinten, so ein bisschen den Stahlträger, ne? Ja. Und dann ging es hier. Ich hoffe, ihr könnt es Quasi auch im um die Video Ecke. gut erkennen. Also hier scheint offenbar auch mal ein Eingang gewesen zu sein, den sie hier mit Geröll zugemacht haben. Ja, und weiter geht's dann nicht. Also müssen wir doch die andere Seite nehmen. Nehmen wir mal die anderen Weg. Hier ist übrigens auch noch mal so ein Ding. Ich würde echt schätzen, dass es mal eine Lampenfassung war. Also wie gesagt, da sind wir auf jeden Fall gespannt auf die Kommentare, was ihr da schätzen würdet. Aber sieht für mich schon so ein bisschen nach Lampe aus. Hier liegt noch so ein Stahlseil noch rum. Zwei etwas größere Gesteinsbrocken. Oh, was ist das denn? Ja, hier sind mehrere Schienen nebeneinander, würde ich mal behaupten. Ne? Das sieht aber... Ich stehe jetzt genau auf der anderen Seite von dem, wo gerade vorstand, weißt du? Ja, da Was hast hier du recht. zugemacht wurde. Mhm. Aber Also ging es hier offenbar wahrscheinlich nach draußen. Und hier fuhren die Loren Wo offenbar ging's nach draußen? zweispurig, ne? wo ging es nach draußen? Ja, dann nach da halt, da. Da. Da standen wir doch gerade, da ging es doch nicht nach draußen. Ja, aber da war doch ein Teil, der so ein bisschen nach oben ging. Ach, du meinst, dass es nach oben gefahren ist, Ja, oder wie? ja. Das wird zumindest vielleicht erklären, warum es hier zweispurig ist, ne? Ich weiß nicht, kann man schwer sagen. Ich mal. Ja, ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir da noch irgendwas zu finden. Sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Sicherungskasten, oder? Was meinst du, was es sein könnte hier? Würde ich auch sagen, ja. Hier kommen noch die Stromleitungen. Gehen ja hier rein und dann hier in alle Richtungen. Und ja, hier kam im Prinzip dann die Sicherung rein. Genau. Und was konnte man da offenbar noch ganz links irgendwie noch? Kannst irgendwas drehen wahrscheinlich oder einstellen, keine Ja. Ahnung. Wahrscheinlich so ein Notaus oder so. Möglich, ja. Der rote Knopf. Der rote Knopf. So, jetzt sind wir wieder an dem Bereich angekommen, wo wir gerade nicht weitergekommen sind. Meinst du nicht, dass man da oben fährt? Ich wollte es gerade sagen, man könnte vielleicht da durchkrabbeln. Soll ich mal gucken gehen? Ja, wenn du willst. Dann Naja, was bleibt uns anderes übrig, ne? könnte ja möglich sein, ne? Aber das sieht so ein bisschen danach aus, als Ja, wenn ich da finde auch, dass man da, schon andere Leute dann getroffen wären. Ne? ich denke mal. Mal gucken. Viel Spaß. Jo, würde ich haben. Oh, da musst du aber ganz schön krabbeln. Ja. Ja. Ganz, ganz schön. Da geht's weiter. Aber mega eng, Sabine. Ja. Mega, mega eng. Okay. Wenn es Aber hier mega. kommt auch Luft auf jeden Fall. Ja. Also muss ja irgendwo vielleicht noch ein anderer Eingang sein. Oder? Lass uns lieber noch mal draußen nachgucken. Nicht, dass wir uns jetzt hier komplett dabei. Naja, du bist ja eh schon komplett dreckig, wie ich gerade sehe. Was? Du bist ja eh schon komplett dreckig jetzt. Du liegst ja jetzt da schön auf dem Boden. Ja. Ja, doch. Ja, das stimmt. Dafür, dass du gerade da auf dem Boden gelegen hast, siehst du gar nicht so schlimm aus. Ja, ne? Ja. Einmal eine Waschmaschine, dann ist ja gut. Ja, dann gucken wir mal draußen, ne? So Leute, es geht weiter zum nächsten Eingang. Es hört einfach nicht auf zu schneien. Das ist doch nicht normal, dieses Wetter. Ich kann keinen Schnee mehr sehen. Von mir aus kann jetzt direkt der Sommer kommen. Was machst du? Ja, auf jeden Fall. Warum hast du eigentlich keine Jacke an? Die habe ich ausgezogen, weil mir gerade so warm war. Und jetzt? Jetzt ist es ein bisschen frisch, aber wir gehen da jetzt wieder in dieses schicke Loch rein und es ist schon mal Konstant. größer
als 7, das 8 andere. Grad, ja. Genau, da lässt sich, glaube ich, ganz gut reingehen, ne? Ach, dann wollen wir mal. Okay. Der Eingang ist ja noch ganz in Ordnung, aber der danach Wieso? ist ein bisschen schmal, sag ich mal. Okay. Ein bisschen sehr schmal. Ja, gucken wir mal. Wird schon werden. Ups. Ja, Leute, da hinten, da ist der Eingang. Ein bisschen schmal. Habe ich doch nicht zu viel versprochen, oder? Oh ja. Ja, was sagst du? Ja, Bisschen schmal, aber geht, ein bisschen, ne? Den haben sie also schon mal zugemauert, ne? Und ist dann offenbar wieder aufgemacht worden von jemandem, ne? Ja. Freundlicherweise. Ja, ganz nett. Also, ja, ich finde es aber auch ausreichend. Also, Dann husch mal durch, Anja. wieder ich schon wieder zuerst. Du schon wieder zuerst, ja. Wow, Leute, das, was ich sehe, sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Siehst du das auch, Sabrina? Oh, wow. Ja, das sieht richtig geil Geil, aus. ne? Ja, mega geil. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich quetsche mich jetzt durch das Loch. Ja. Danach kommt Sabrina und dann zeigen wir euch alles. Das geht nicht. Ist ein bisschen schräg. So geht's. Danke. So, dann wollen wir mal. Kannst du mich mal anschubsen? Klar. Das geht überhaupt nicht, das Loch hier. Warte mal. Ja. Das, ja, ist okay. Ja? Ja, ich komme klar. Irgendwie. Also wenn du schon so Probleme hast, möchte ich gar nicht, Ich häng dass ich da fest. gleich durchkomme. Geht? Nee. Das geht irgendwie überhaupt nicht. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Vielleicht solltest du andersrum rein, mit dem Popo. Ja, jetzt ist es zu spät. Kannst du da runterkrabbeln oder ist es zu hoch? Nee, das ist zu hoch. Dann komm wieder zurück. Nee, ich gehe jetzt. Bist du sicher? Ja. Wie soll ich denn da durchkommen, Anja, wenn Ist du mir da egal. Ich bin drin. geht nie durch. Ah, Leute, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich bin einfach viel zu kompliziert da reingegangen. Es war so, mit dem Kopf zuerst ist immer schlecht. Jetzt gucken wir mal. Also, wir haben es auf jeden Fall. Scheiß Steine, ey. Ich wollte gerade sagen, du machst es auf jeden Fall ein bisschen intelligenter. Weiß ich noch nicht so richtig, ey. Ich glaube, ich muss... Also, nee, warte mal. Nee, irgendwie ist das kacke. Ja, sag ich doch. Das Diese ist alles, Steine. Die machen mein Handy. das ist alles total kacke. Ich sag's dir. Warte. Ich weiß echt nicht, ob ich jetzt so... Ich glaube, ich krabbel da einfach durch. Ich glaube, ich krabbel durch. Ha? Wie denn vorne? Nach So. vorne? Ja, mach. Oder? Aber eigentlich wollte ich so andersrum. Ja, mach so wie du meinst. Ja, ich So weiß wie ja du nicht kannst, genau vor wie. allem. Wie ich das am besten machen kann, weil diese Drecksteine da immer nachgeben. Nee, so geht Doch, auch doch, nicht. doch, doch, das klappt. Nee, Doch. ich habe doch gar keine Fläche, wo ich mich hier auch festhalten soll. Wo hast du dich denn gerade festgehalten? Ja, mit einer Hand am Stein. Das reicht doch. Das war gut, wirklich. Ja, aber nee. Komm, ich zieh dich dann mal rein. Versuch nochmal. Versuch das nochmal. Wir machen das so wie aus dem Bunker damals. Komm. Nee. Doch, du schaffst das, komm. Mann, ist das ein Scheiß. Oder stell dich doch da drauf und dann die Füße zuerst. Jetzt. Nein, andersrum, Sabrina. So? Ja, ist egal, komm. Komm. Die Kamera auch noch. Die Kamera auch noch mitnehmen. Sie hat's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ja, aber du hast es auf jeden Fall geschafft. Und ich finde, es sah ein bisschen besser aus als bei mir, glaube ich. Also, es war Glaubst schon, du? wie kann man denn auch so kompliziert sein? Jetzt mal ernsthaft, oder? Ich weiß es nicht. Ich wollte es eigentlich Das elegant Problem machen. ist, dass es ja. Also, ja, es geht von der Höhe her, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Aber von der anderen Seite ist es schon ein bisschen Schwieriger. schwieriger. Ja, finde ich. Ich bin drüben. Genau, wir haben es jetzt geschafft und jetzt geht's weiter. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall der Anblick, den wir gerade von draußen hatten. Und ich finde, das ist schon mal mega geil. Das ist schon ein kleines Highlight, oder? Die Lore, die hier steht. Loren sind immer ein Highlight, finde ich. Ne? Das ist immer allen Dingen- richtig klasse. Das Ding ist ja hier, sind ja überall die Schienen gewesen, ne?
Also hier, wo ich jetzt gerade stehe, waren ja überall Schienen und die stand ja auch auf einer Schiene und die haben sie einfach hier irgendwie runtergeschubst, ne? Ja, offensichtlich, ne? Echt schade drum. Aber sie ist noch da. Aber sie ist nicht mehr ganz. Sie ist schon kaputt. Aber ist klar, hält ja auch nicht ewig. Mhm. Weißt du noch damals, wo wir in der Indiana Jones Mine waren, Anja? Ja. Ja, da haben wir auch eine Lore gefunden, die stand sogar noch auf Schienen und die fuhr sogar noch. Ja. Die konnte man noch ein bisschen anschieben, das war auch echt. Die haben sie aber nachher umgekippt, ne? Ich wollte es gerade sagen, die haben sie mittlerweile auch schon umgekippt, ja. Sehr, sehr Das schade. ist echt, also ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann, ne? Aber das Video, das verlinken wir euch auch nochmal gerne hier oben. Ja, Ne? war Also auf jeden schaut Fall mal auch rein. richtig interessant, ja. Mega. So, jetzt Kommen Sie hoch. Uah. Also ich würde mal sagen, dass die Schächte offenbar irgendwie alle gleich aufgebaut waren, Anja, ne? Weil der Schacht hier sieht schon ähnlich aus wie den wir gerade gesehen hatten. naja, ich sag mal so, die sind ja miteinander verbunden. Ja, Also waren miteinander verbunden, kann man ja viel mehr sagen. heute leider nicht mehr. Aber hier sieht man das auch noch mal gut. Das hat man drüben leider nicht mehr so gut gesehen. Hier diesen Gang, ne? Ja. Wo die Schienen lang liefen. Hier ist nämlich ein bisschen sehr schmal, also hier gab es halt keinen Weg zu laufen. Das ist der Blick nach vorne. Und das ist nochmal der Blick zurück, da wo wir hergekommen sind. Also hier ist so ein richtiger Tunnelschacht gewesen, wie man sieht. Auch komplett ausgebaut hier, die Passage. Und jetzt sind wir wieder, wie man sieht, richtig im Fels. Also hier wieder der unausgebaute Teil von dem Ganzen. Wie man hier sieht, hier sind schon einige etwas größere Brocken runtergekommen. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Also bleibt dran. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was für die Technikfanatiker unter euch. Hier sieht man nämlich noch den Antrieb. Naja, das, was davon übrig ist. Ja, man sieht hier noch ein bisschen was von der Kette hier unten runter. Ja, da unten ist eine Kette, hier ist noch ein Hier ist auf jeden Zahnrad. Fall, genau, eine Kette, Zahnrad. Eigentlich genauer gesagt. Zwei Zahnräder. Links Ist die hier ist sogar die Kette drauf. noch drauf. Mhm. Alles komplett zugebacken. Aber trotzdem sehr, sehr interessant. Das haben wir auf jeden Fall so noch nicht gesehen. Ja, stimmt. Sehr spannend. Und hier sieht man halt auch noch einen Teil vom Geländer. Also hier war dann halt eine Absperrung für die Arbeiter, die hier unten unterwegs waren, dass die jetzt nicht in diesen Mechanismus reinfallen konnten. Das ein richtiger Weg war hier nicht, ne? Nee, hatte ich gerade auch schon gesagt. Aber schaut es mal an, ey, was für ein Krach wohl gemacht haben muss auch, Ja. ne? Auf jeden Fall. Also, ja. Was stehst du da so rum? Ich wollte hier drüber gehen, aber ich glaube, ich gehe lieber da lang. Oder? Naja, die Arbeiter mussten auch hier lang laufen, wo ich jetzt gerade lang laufe. Also komm mal Aber lieber. da dürfte es jetzt auch nicht. Guck dir mal hier diesen Stützpfosten an hier. Mein Gott, und festgehalten. Da dachte ich auch so, okay. Ja. Ist schon so ein bisschen leicht am Rummodern. Sagt man das? Modern? So modrig? Oh, krass. Ja, Leute, jetzt kommt auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und zwar Ein Kreiselkipper. ein Kreiselkipper, genau. Das haben wir ja schon bei der einen oder anderen Zeche gesehen. Ich sag mal jetzt in moderner. Genau. Und Aber jetzt- nicht unter Tage. Unter Tage haben wir es noch nicht gesehen. Stimmt, oder? genau. Es war immer überirdisch. Und jetzt haben wir es mal hier unterirdisch. Genau. Krass. Also im Prinzip sind die Loren ja hier drauf gefahren, auf den Schienen, hier rein. Waren dann halt mit Kohle oder was auch immer. Also hier wurde ja jetzt Erz, glaube ich, abgebaut, oder? Genau, ja, genau. Also, genau. Sind dann halt da drauf gefahren. Das ist alles, was da drin war. Das Ganze hat sich mal gedreht, ist dann rausgefallen unten und wurde dann unten ja,
weiter transportiert. weiter Ne? transportiert, genau. Hier sieht man auch noch mal ganz gut. Können wir mal reinschauen hier. In diese ganze Vorrichtung. Boah, was du. Boah. Ach du heilige Scheiße. Warte, ich komme auch. Nee, bleib lieber da drüben. Ja, Anja, pass ja auf. Also wenn du da runterfällst, ne? Dann bin ich weg. Dann bist du aber sowas von weg, ne? Heftig. Heftig, Leute. Also, das ist echt, ich kann es gar nicht zeigen. Ich wage es nicht. Hey, Naja. Es ist schon echt, also es geht da locker, ich weiß nicht, 10 Meter. Nee, ich glaube ein bisschen mehr. 15. Ach du Scheiße. Also wenn du da runterfällst, ja, gute Nacht. Also ich glaube, wenn man da runterfällt, da hilft auch kein Helm mehr. Da hilft gar nichts mehr, Sabrina. Ich glaube, da bist du einfach weg. In ein schwarzes Loch gefallen und hast dir wahrscheinlich dann alles gebrochen, was du brechen kannst. Ja. Es sei denn, du hast natürlich Glück und einen Schutzengel und dir passiert nicht so viel, aber das will doch kein Mensch ausprobieren, ehrlich nicht. Aber sich da abzuseilen, das wäre schon cool. Ja, das stimmt. Das haben sicher schon einige gemacht, ne? Brauchst du gar nicht so gucken, ey. Ich habe schon gesehen, was wir letztens geliefert bekommen haben. Hier so Abseilvorrichtungen und was weiß ich nicht alles. Ich weiß nicht, was du meinst, Sabrina. Keine Als Ahnung. ob du davor hast, bald mal irgendwie uns abzuseilen, ey. Vielleicht. Ja, ich muss weiter. Ja, da wo der Kreiselkipper war auf jeden Fall, ich glaube, ordentlich was los, weil hier stehen wir in so einer Art Halle schon fast, ne? Hier war so ein Rundlauf gewesen. Ja, genau. Und dann sind auf jeden Fall mehrere Schienen wieder. Also hier fuhren auf jeden Fall ordentlich viele Loren, würde ich mal behaupten, oder? Definitiv. Und hier sieht man auch, der Bereich, wo wir jetzt hier wieder stehen, der ist wieder ausgebaut. Also hier ist, man sieht es auch noch mal, der ganze Bereich nicht mehr der massive Fels, sondern hier wurde gemauert. Und hier ist der Wagenumlauf, ne? Ja, genau. Wenn du überlegst, letztes Mal, wo wir bei einer Zeche waren, der Wagenumlauf, wie gigantisch der war, Ja, ne? ja, der sah richtig cool aus, also wirklich. Und hier so unter Tage ist schon echt was anderes, ne? Ja, aber auch mega interessant und Definitiv. mega spannend und echt, Schaut mal weiß hier. nicht, einfach faszinierend, ne? Ja, sowas sieht man halt nicht, ne? Nee. Sowas sieht man echt sehr, sehr selten. Genau. Ne? Und viele bedanken sich ja auch immer in den Kommentaren, dass wir Ja. unseren Zuschauern quasi mitnehmen hier bei Ja, solchen genau. Expeditionen, weil sie selber nie sowas sehen Ja, würden. das ist eben das Gute daran. Es gibt ja auch viele Leute, die ja, trauen sich vielleicht auch gar nicht. Ne? Also ich meine, es gehört schon ein bisschen was dazu, hier runter zu gehen, sich sowas anzugucken. Ne? Aber ich denke, so kann man schon ein bisschen was wiedergeben, ne? Durch unsere Videos. Und ihr vor allem auch mit euren Kommentaren, die ihr schreibt und Likes und generell, dass ihr euch das alles anguckt. Ja. So, hier ist noch ein Teil von einer Schiene. Liegt hier so ein bisschen rum wie so eine Ersatzschiene, würde ich mal so sagen. Und hier am Rand sieht man auch noch mal ganz gut den Umlauf. Der wurde auch ein bisschen höher gelegt. Hier sind so 3 Steinreihen gemauert und darauf dann erst die Schienen. So, und hier sieht man noch mal die Schiene, wie sie hier die Abzweigung genommen hat. Die eine Schiene ging dann hier in den Bogen zurück. Und diese Weiche führte dann direkt zu dem Kreiselkipper hin. Das ist echt mega interessant hier unten. So, hier unten auch nochmal liegen irgendwelche Sachen noch rum von der Technik. Ich glaube, das konnte man früher hochheben, Anja. Siehst du das hier? Ja, kann schon möglich sein, dass da unten sich vielleicht irgendwelche Rohre. Ja. Guck mal, die führen auch da rein, die Rohre. Die Technik, die ging dann nach unten, aber das kriegst du gar nicht mehr hoch. Guck das mal an. Komplett zugebacken. Aber hier sieht man auch nochmal ganz gut diesen Kabelkanal. Der führte dann nämlich genau hier unten rein. Und hier schaut euch mal an, Leute, wie verrostet diese Schienen mittlerweile sind. Also hier ging es dann quasi 1, 2, 3-spurig weiter. Wahnsinn. Hier nochmal der Blick dann. Ja Leute, aber leider Gottes geht es hier auch nicht weiter. Ne? Der Bereich ist hier auch verfüllt.
Aber ich würde mal schätzen, Anja, da hinten, wo du vorhin rumgekrabbelt bist, das ist quasi da gewesen. Also ist das hier quasi die Rückseite, wo wir halt vorhin nicht weitergekommen sind. Gut, dass wir da nicht durchgekrabbelt sind. Wären wir jetzt komplett für umsonst total schmutzig geworden. So, Anja, wie wollen wir das jetzt machen? Oh. Na, irgendwie raus halt, ne? Hier. Take this and this. Willst du es anders gehen oder ist es genauso wie vorhin? Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich glaube, ich gehe anders diesmal. Ich glaube, ich gehe mit den Füßen zuerst hin. Okay. Ich irgendwie. Ich gehe schon wieder, weißt du, wie ich gehe? Ja, wie So gerade. wie. Nein. Nee, vorhin gerade bin ich mit dem Kopf zuerst. Ja, stimmt, wie? Wie in dem Bunker, wo ich dich noch gesagt habe, wie kann man denn so bescheuert da reingehen? Ja, stimmt. Und dann bin ich selber so da reingegangen. Wie willst du es anders jetzt machen? Ja, pass doch mal. Das sieht sehr elegant aus. Das sieht echt sehr elegant aus. Gekonnt ist gekonnt. Ja. Sei froh, dass du den Helm hast, ne? Ich bin aber weg, ne? Tschüss. Oh, Anja, ich will da nicht raus. Ja, wir gehen ja jetzt schon mal. Kannst du das denn irgendwie vergrößern? Kannst Mach du... das genauso wie ich. Das war voll easy. Ja, das sah auch sehr easy aus, Du sie aber... einfach hier fest. So. Ja, Und dann Füße rein. bei mir sieht es hundertprozentig nicht so Komm. easy aus. Hier ist schon mal ein paar Sachen. Hier eine Lampe. Oh Mann, ich will nicht. Komm, du schaffst das. So, dann zeig mal. Zeig mal, was du kannst. Hm? Zeig mal, was du gelernt hast, hä? Nee, so nicht. Schön Hier. die Beine zuerst. Erstmal mein Handy nehmen. Check. Boah, Anja, ey. Wo sind denn deine Handschuhe schon wieder? Hm? Im Rucksack. Mir ist so warm. Ich mag das nicht, wenn meine Hände dann so warm sind. Genau, zu warm. Also Fuß, ne? Zuerst, ne? Ja, du musst deine Hände hier oben dran machen gleich, ne? Wo? Hier? Ja, genau da. Komm. Hier. Andere Bein. Ja. Weiß ich nicht. Kann ich nicht so durchgehen? So Nee, das geht so nicht. Komm jetzt. Zu ungelenkig, hä? Was zieht da? Voll stinkende Liebe im Loch. Ich glaube, ich muss kleine Diät machen. Ach, Quatsch. Oh Hat doch gepasst. Was machst du denn da? Boah, bin ich dreckig jetzt, ey. Ja, gehört halt dazu, ne? Helm hängt auch auf 7:30, aber Hauptsache, einer ist am Start, ne? Safety first. So Leute, wir haben alles gesehen. War wieder eine richtige spannende Expedition unter der Erde. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall jetzt noch ein Like da. Schreibt weiter unten einen Kommentar und auf jeden Fall das Abo nicht vergessen für mehr solcher Videos. Ja. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.